Saudi-Arabien, die 64 Milliarden Dollar an den Mörder ausbezahlt haben. Das Geld kommt nicht um Gunsten den armen Ägypten, sondern um die revolutionären Sudeten. Jeder Regime, Diktatorregime im arabischen Raum und gerade in Golfregion fürchten, Angst haben von Revolutionen. Darum haben sie unterstützt. Freunde, was in Ägypten passiert, dass auch im Rabia-Platz Verletzten, die lebendig verbrannt, 2013 Menschen wurden lebendig verbrannt, vor laufender Kamera. Da werden wir euch zeigen. Vor laufender Kamera wurden Lebendige verbrannt. Und der Welt reagiert nicht. Solange das die sterben, die Muslime, ist es egal. Solange das keine Diktaturen die Macht, ist egal. Europa und Amerika braucht eine Diktatur, damit die Wirtschaft weiter rennt, damit die Geschäfte weiter rennen. Ein großes Beispiel, Ägypten und Syrien. In Syrien starben über 1,2 Millionen Menschen, Frauen, Kinder. Vertrieben über 5 Millionen. Und ganz Europa beklagt und ärgert sich über die Flüchtlinge. Wir sollen uns ärgern über unsere Regierung, die Diktaturen unterstützen. Niemand kann uns erzählen, dass die Europäische Union und Amerika hat das Macht nicht, Bashar Assad und General Sisi auszuschalten. Aber nein, Bashar vertritt die Europäische Union und Amerika, dann ist das egal, wie viele Menschen sterben. General Sisi vertritt die Interessen der großen Mächte. Dann ist das egal, wie viele Menschen in Ägypten sterben. Das ist das leider. Seit ich hier nach Österreich kam, habe ich immer gedacht, ich bin ein freier Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ich habe immer einen Vergleich. Es ist wie ich in Ägypten und Österreich. Ich habe immer meine Freunde erzählt über die Freiheit, die wir hier genießen. Über die Menschenrechte in Österreich und Europa. Aber leider, seit 3 Jahren war ich schockiert. Ich darf hier Freiheit genießen. Ich darf hier Demokratie, da jetzt rede ich schon, ich bin ein Freier, sage, was ich möchte, sage euch später über die Außenminister, ich darf das schon, aber unten im arabischen Raum und den anderen nicht die EU-Länder oder amerikanische Länder sollen weiter als Sklaven leben. Das ist leider die Wahrheit. Das ist leider die Wahrheit. Wie viele Menschen in Ägypten sterben, wie viele Menschen in Syrien sterben, wie viele Menschen vertrieben. Das ist egal. Wichtig, dass der Kohle rennt. Wichtig, dass der Öl weiter rennt. Kann jemand mir sagen, warum Amerika hat sich so bewegt mit ihren Verbündeten? 38 Länder haben Irak bombardiert und Saddam Hussein aufgehängt. Warum? Weil Saddam Hussein hat sich getraut, Nein zu sagen. Darum muss er sterben. Vor 3 Wochen hören wir, dass der größte Mörder, Herr Bush und der zweite Blair, entschuldigen sich für was sie in Irak verrichtet haben. In Irak starben 1,6 Millionen. Da kann Herr Bush und Blair und ganz Europa nicht wieder lebendig machen. Entschuldigen. Entschuldigen für 1,6 Millionen, die in Irak sterben.
Jeder von uns hat auch gesehen, wie Gaddafi schnell erledigt, weil Gaddafi kann viel. Und Gaddafi will nicht das Interesse der Europäischen Union vertreten. Darum lassen sie ihn sterben. Aber in Ägypten, wo ein Mörder 81.000 verhaftet und nicht irgend jemand. General Sisi verhaftet die beste ausgebildete Ägypter. Männer, Frauen, junge Erwachsene. Sogar in Ägypten wurden die Studenten in der Unigelände erschossen. Frauen im Gefängnis vergewaltigt. Wo sind die Frauen? Wo sind die Frauenorganisationen? Ist die ägyptische Frau, ist keine Frau, dass ein Mann für sich bewegt. Nein, ägyptische Frau demonstriert für Freiheit und Demokratie und sie sollte Sklaven leben. Aber wir sagen, Freunde, nach 25-jähriger Revolution um 2011 haben wir zum ersten Mal in Ägypten die Freiheit und Demokratie genossen. Ein Jahr lang. Ich bin 60 Jahre. Nur ein Jahr habe ich in Ägypten gespürt, dass ich ein Mensch bin. Nur ein Jahr in Ägypten gespürt, dass ich frei bin. Nur ein Jahr. Wenn ich nach Ägypten verreist, trotz österreichischer Pass, war ich sicher, dass sie mich unten nicht verhaften. Aber leider, statt dass die Europäische Union und die Amerika die Demokratie unterstützen, haben sie gegen die erste demokratische ägyptische Präsidentin der ägyptischen Geschichte mit General Sisi den Wunsch gemacht. Wer hat finanziert? Arabische Emirat. Wer hat unsere Brüder und Schwestern getötet? Die Waffen, natürlich die Soldaten, aber mit den Waffen, die Europa ausgeliefert. Freunde, was Sie ja nicht wissen, oder sogar wissen, aber genieren Sie sich, sagen wir Leute. Europäische Parlament hat eine Resolution verabschiedet, darf keine Waffen an Ägypten geliefert. Aber was passiert? 13 europäische Länder, 13 liefern Waffen an die Mörder, dass er mehr Leute tötet. Bei uns in Ägypten landen die Wunder. Noch ein Wunder passiert in Ägypten. Kinder unter 14 Jahre bekommen 25 Jahre Haft. Nur weil sie auf der Straße demonstriert und dieses Symbol für sie zeigen. Dieses Symbol für den Ort, in dem die Massaker passiert. Platz. Platz, die die Medien auf der Welt vertuschen. Platz, in dem niemand darüber reden möchte. Platz, in dem über 3000 Menschen umgebracht. Platz, in dem hunderte Menschen lebendig verbrannt. Redet keiner, außer wir. Wir werden nicht aufhören. Wir rechnen mit keiner Regierung auf der Welt. Wir rechnen mit den Menschen, die noch immer als Menschen fühlen und den anderen Menschen, egal welcher Farbe, welcher Religion, welcher Rasse, zählen wir sie auch als Menschen. Ich bin vielleicht nicht Europäer. Ich habe keine weiße Farbe. Ich bin nicht in Europa geboren. Ich bin nicht Christ. Aber ich bin ein Mensch. Ich habe das Recht, frei zu leben. Ich habe das Recht, frei zu leben. Niemand schenkt uns die Freiheit. Wir sind frei geboren und wir werden frei sterben und werden wir Rabia niemals vergessen. Dankeschön.
Heute versammeln wir uns hier, um den tausenden Opfern zu gedenken, die von General Sisi in Ägypten ermordet wurden. Heute, vor 3 Jahren, hat General Sisi seine Soldatenmörder losgeschickt, um Tausende und Zehntausende Menschen, die sich versammelt haben am Rabia-Platz, diese Menschen abzuschlachten. Ich habe damals, vor 3 Jahren, im Fernsehen auf Al Jazeera miterlebt, wie unbewaffnete Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder sich versammelt haben auf dem Rabia-Platz, ihre Hände hochgehalten haben und die Bulldozer der Armee, man kann sie hier auch auf den Fotos sehen, die Bulldozer der Armee sie niedergewalzt haben. Menschen sind gestanden und plötzlich umgefallen, weil sie von Scharfschützen der ägyptischen Armee ermordet wurden. Ich habe nicht vergessen, dass damals die Regierungen Europas, die amerikanische Regierung, die russische Regierung, die österreichische Regierung, dass sie damals nichts gesagt haben, nichts getan haben gegen den Massenmörder General Sisi. Liebe Brüder und Schwestern, stellt euch für einen Augenblick Folgendes vor. Das Massaker, das damals am Rabia-Platz stattgefunden hat. Stellt euch vor, dieses Massaker hätte nicht in Kairo stattgefunden, sondern in Istanbul. Stellt euch vor, der Mörder hätte nicht geheißen General Sisi, sondern Erdogan. Was würden die europäischen Medien tun? Was würden die österreichischen Medien tun? Was würden die Regierungen der EU und Österreichs tun? Es gäbe einen gewaltigen Aufschrei der Empörung. Erdogan, der Massenmörder und so weiter und so fort. In der Tat, Erdogan ist ein Diktator und er unterdrückt das Volk der Kurden. Aber was ist Erdogan im Vergleich zu dem Massenmörder Sisi? Zu dem Massenmörder Bashar al-Assad? Wenn das in Syrien passiert, wenn es in Ägypten passiert, dann hat die österreichische Regierung kein Problem damit. Dann schweigen sie darüber. Dann machen sie weiter die Geschäfte. All die Waffen, mit denen tausende Menschen in Ägypten ermordet wurden, woher kamen die denn? Wurden die in Ägypten gebaut? Nein, die kommen alle aus den USA oder aus Europa. Diese Bulldozer, die ihr auf manchen Fotos hier seht, woher kommen die denn? Die kommen von Caterpillar. Das sind die gleichen Bulldozer, mit denen die israelische Armee Hunderte und Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser zum Tode walzt. Nein, es gibt keinen General Sisi, es gibt keine Militärdiktatur in Ägypten ohne die Waffen und ohne das Geld von der Europäischen Union und von den USA, von den Herrschenden und von den Mächtigen. Wir stehen hier, um unsere Solidarität, internationale Solidarität mit dem arbeitenden Volk in Ägypten zum Ausdruck zu bringen. Wir stehen hier in internationaler Solidarität mit allen Freiheitskämpfen der unterdrückten Völker. Wir grüßen die mutigen Kämpferinnen und Kämpfer in Syrien, die gerade dabei sind, die Stadt Aleppo zu befreien. Unsere Solidarität bringt zum Ausdruck, nieder mit der Diktatur von General Sisi. Freiheit für das Volk von Ägypten. Deswegen sagen wir mit einer Stimme, Freiheit, Freiheit für Ägypten! Freiheit, Freiheit für Ägypten! Freiheit, Freiheit für Ägypten! Freiheit, Freiheit
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And for our friends, the tourists who are coming actually from overseas, English-spoken people, peace be with you. You know, maybe you're asking yourself why we are here today. Today we are here to celebrate the 30th anniversary of Rابعة. Rابعة, if you remember, that was the biggest massacre actually on the last 100 years. Why this massacre has been taking place in Egypt at that time? And who was killed on that day? The people who have been killed on that day were peaceful people like you and me. They just went outside and they were fighting for their democracy. They were fighting for the man they elected. They were fighting for the man they choose to be their president. But you know, they were unlucky because their choice, the man they choose at that time, didn't suit the Zionist imperialist countries all over the world. And these Zionist countries are on the top of it, USA. They sent their minister to Egypt and he was running the old military coup. At that time that was Mr. Hagel. And Pat Patterson, this criminal lady, we know her history. She ran all the military coups in the Latin of America, in Chile, Venezuela, Colombia. And she ran the same military coup in Pakistan, where she put Musharraf. And when the Egyptian people choose the person who will present their interest and try to run the Egyptian people and lead them to the democracy. What did Morsi want at the first place? Morsi at that time, he said, I want that my daughters have a safe haven life. I want that my kids have a future in their land. I want that my people can afford freedom under their umbrella, Egypt. He wanted that the people in Egypt produce their food, produce their medicine, and produce their weapon. These three things means freedom, independency from the Zionist imperialist countries. Of course, this didn't suit them, and they decide overnight to overthrow that regime. And this is where the criminal Sisi came from nowhere. He was just a tiny little officer, and overnight he ran this military coup. You know how he did it? With actually the participation of the United Nations, of the European Community. They sent this magic woman Ashton at that time, and she put only two possibilities to Morsi. Either he chose that puppet Al-Baradei as the head of government and he should step back, or he will face prison. You know what was his answer? He said, the Egyptian people elected me. They are the only one who can elect me afterwards. They can choose if I step back or I stay in. And this is what we call in our countries democracy. The Egyptian people, they make their choice and they believe all you preaching. I still remember where Obama was in our university in Cairo and he was bullshitting us and sending us and trying to sell us a wrong dream. He told us that the Arab world now are really ready for democracy. Find your way. This is a lie. We find our way to this democracy. What happened?
They come overnight and they kill our mothers. They come overnight with their snipers and with their helicopters. Everybody worldwide could see that. That was a massacre. Yes, ladies and gentlemen, that was a massacre on that day. We could see it live. All of you did see it. But you know what? As usual, is your double standard. When those funny people are passing away in those regions, if they are black, they are Arab, they are yellow, they are not deemed to be called human beings. All what you need to say about this, oh, these animals, they are just killing themselves, they are killing each other, is always the same story. We still remember that after this military coup, they killed our people. They sexually, systematically, abuse our women every day. Everybody could see that. Where is your human organization? Where is these women who are always raising their voice because they are very angry because the women in Saudi can't drive, and we agree. The women in Saudi should have the right to drive a car like everybody, like everywhere in the world. But this is the hypocrisy. This is really that funny, sick double standard. We are sick and tired from these kind of policies. This is how you judge things. You worry about the woman because she can drive a car, but you don't worry when she is sexually, systematically abused in the prisons everywhere. Our kids actually are blaming, are asking us to send them pills against pregnancy, who are actually detained in the prisons because they are abused from that system. I mean abused sexually every day. Yes, ladies and gentlemen, this is a shame. It's a shame of all of us watching this happening in 2016. But shall I tell you something? No, the Lord, He sent us actually a chance to see these double standards live. We still remember how all the European countries and how America react on this military coup. We still remember that they put just a red carpet for Mr. Sisi, these war criminals, and they welcome him in their countries, and they give him all the chances to rebuild the economy. But on the other side, these criminals, he killed these people. These criminals, he kidnapped the elected president. What you call democracy? Democracy, yes, it's just and why. And on the other hand, we remember what these terrorists did in Turkey. These terrorists, they have tried actually to make a military coup in Turkey. They have tried to kill Erdogan, the elected president. And you know what? All the world, these Zionist imperialist countries, this system, this sick and greedy system, and suddenly they raised their voice and they were worried about the life and the freedom of these terrorists, these putschists. This is, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I tell you something, you should stand up, all of us, not only us, you too. We need a revolution. We need a revolution against this Zionist system who is enslaving all of you and all of me. You want a good future for your kids and my kids, and raise your voice. Don't let this government, these Zionist imperialists, all what interests them is the greed, is the money, is the power. They don't care a shit about you or me. They don't care about the future of your kids and my kids. This is our country. And those politicians, we don't choose them. So it's your chance in the future. Think twice before you
You know, congratulations, you are our greatest partner against terror. What does he mean with terror? Terror in this case, it means democracy. Terror in this case, killing free people, killing Egyptians. This is terror. But terror is what America is doing with their drones. Is what the Iranians are doing in Syria. Is what the Egyptians are doing against the Egyptian people. This is the terror. And this is why we should stand up and raise our voice. We should all be against any terror, any tyranny on this earth. All of us, we should be against Assad, against Sisi, against Putin, against Merkel, against all this shit around in the world. Because these guys are running us to our destruction. They are running us to war. We are against war. We want peace. But this is not the way we will do peace. I say it once again. Don't think that we are here as victims. No, we are here as free souls, as free people. We are here to say to these people who have been killed, sexually abused, and burned, your message reach us, and we promise you we will never stop at all in future till we change. And we need what you decide to pass to us as a message, or we could pass away. Ladies and gentlemen, what does it mean a life without peace and freedom? What does it mean a life where I can choose and decide how I can live? We have to stand up all together and have a say. Thank you, ladies and gentlemen, and God bless you, and God bless these Muslim people.